fragt euch vielleicht, was das heute für ein Video sein soll, oder habt ihr den Titel schon gelesen? Es könnte auch sein. Herzlich willkommen im Wild City Vergnügungspark, dem wohl, ich denke, größten Areal unserer Stadt. Rita steht ganz andächtig dort drüben. Sie ist dafür verantwortlich oder mitverantwortlich, dass der Vergnügungspark so groß ist, wie er heute ist. Und wir haben uns gedacht, wir zeigen euch mal seit langem wieder die kleinen Ecken und Enden des Parks, die wir euch schon so lange vorenthalten. Rita hat da immer wieder weitergebaut, auch ich habe diverse kleine Aufbauten hier getätigt und ich würde sagen, ohne Umschweife geht es gleich mal zur ersten Attraktion. Übrigens eine Attraktion, die jetzt aus dem Sortiment geht, wenn ich mich nicht täusche. Hoffentlich kommt nächstes Jahr wieder ein tolles Set für den Vergnügungspark raus. Wir haben hier bei der Achterbahn die Wege verbreitert, oder besser gesagt, das hat Rita schon vor einiger Zeit gemacht. Wir haben ja hier die Achterbahn so schräg eingebaut, sieht eigentlich ganz cool aus mit den Fliesen, da gehört da und dort natürlich noch ein bisschen nachgearbeitet. Und die Mauern sind auch im Bau. Ihr habt uns ja oft darauf hingewiesen, dass es sehr gefährlich ist mit den Gleisen im Vergnügungspark. Und da bin ich jetzt ein bisschen dran, hier auch nicht nur die Wege zu verbreitern, sondern auch natürlich ein paar Mauern aus Sicherheitsgründen zu bauen. Wir werden sehen, wie das weiterläuft. Ihr seht, ich habe da mal mittendrin gestoppt, weil ich nicht mehr wusste, wo ich weiterfahren soll. Aber es wird irgendwann weitergehen. Also wir haben hier die große Achterbahn. Das ist ein Video, wo wir euch einfach wieder mal die Ecken und versteckten Winkel unseres Vergnügungsparks zeigen wollen. Dann haben wir hier ganz am Ende, das ist ein Bereich, der auch schon sehr lange für den Vergnügungspark reserviert ist, ich weiß eigentlich gar nicht warum, ein Filmtheater oder besser gesagt eine Bühne mit Schaustellern. Hier haben wir zwei Bühnen, die sich so drehen können, glaube ich, im Original von Lego Dimensions. Hier wird gerade eine Aufführung von den Ghostbusters gezeigt. Natürlich ganz gruselig, hier fürchten sich auch alle Leute. Eisverkäufer hier und dann kommen wir auch auf der anderen Seite. Wir haben uns gedacht, ich filme den Bereich, den ich hier am besten sehe. Ich glaube, von hier haben wir den Vergnügungspark nämlich schon lange nicht mehr gezeigt. Dort drüben mit Hogwarts und dem Disney-Schloss. Und Rita wird sich dann auf die andere Seite konzentrieren und euch den Rest zeigen. Hier haben wir beide diese Verkaufsstände. Das war mal ein Bricklink AFOL Designer Program Set, welches akzeptiert wurde. Der Hotshot Carnival, dann hat uns der Entwickler, der Mock-Designer dieses Sets angeschrieben auf, ich glaube, Facebook oder Instagram und hat uns noch kostenlos eine Anleitung eines zweiten Sets geschickt, welches er mal designt hat, der Candy Store, also ein Süßigkeitenladen, der ist auch ganz cool eingerichtet. Ich weiß gar nicht, ob der ganz fertig eingerichtet ist, müssten wir direkt mal hineinschauen. Das Set, glaube ich, haben wir noch nie hergezeigt. Jedenfalls nicht aus dieser Perspektive. Sieht auch sehr nett aus. Ich glaube, da fehlen da und dort noch ein paar Teile, aber es ist wirklich auch ein nettes Set. Dann sind hier natürlich Tickets, die verkauft werden. Der Turm aus dem Legoland-Set, ganz genau. Und hier sehen wir auf die Hinterseite des großen Disney-Bahnhofs, welcher ja meistens nur von der Vorderseite zu sehen ist. Er ist offen, er hat auch zum Teil kein Dach, aber sieht eigentlich trotzdem ganz nett aus. Dann haben wir hier ein bisschen weiter das große Karussell. Wir haben leider nicht die 10196, das legendäre erste große Karussell, sondern wir haben dieses hier, welches aber, finde ich, auch sehr, sehr schön ist. Es dreht sich auch mit den Tieren, die so von oben nach unten hüpfen, wenn man das Karussell betätigt. Und dann darf natürlich in keinem Vergnügungspark fehlen, unserer Meinung nach, das große Riesenrad. Auch ein wunderbares Set, ist glaube ich auch schon eine Zeit lang aus dem Sortiment draußen, hier mit seinen Gondeln. Es gibt auch eine neue Creator Riesenrad, welches wir aber uns nicht kaufen werden, da wir das hier besser finden. Außer es ist mal ganz billig, dann machen wir das vielleicht. Dann sehen wir hier die kleinen Wege, die es sonst noch so gibt. Hier wurde auch so ein bisschen verbreitert rüber zur Drachenachterbahn aus dem Legoland. Vielleicht kennt ihr sie, vielleicht seid ihr schon mal damit gefahren.
Und auf der anderen Seite geht es hier zu einem Set, wo wir am Anfang überhaupt nicht wussten, was wir damit tun sollen. Das Joker Manor, ein sehr seltenes Set, welches relativ selten eigentlich in Lego-Städten verbaut ist. Wir wussten am Anfang auch nicht, was wir damit tun sollen, haben uns jetzt aber entschieden, dass wir hier so eine Art Batman-Bereich machen. Und wir haben, weil das Set so bunt ist, auch rundherum schon den Boden ein bisschen ausgesäumt und verziert. Und ich sehe gerade, Rita will uns was zeigen. Ich wollte dir was reichen. Ich habe nämlich gerade überlegt, dieses Set steht bei uns eigentlich vor dem Eingang vom Vergnügungspark, aber ich bin am Überlegen, ob es nicht Sinn machen würde, das zur Drachenachterbahn zu stellen. Ich denke, dass hier noch Platz wäre. Ja, es sieht außerdem ein bisschen kahl aus bei unserer Drachenachterbahn. Das heißt, ihr seid heute live dabei, wenn hast du geglaubt hier oder wo? Genau, nein, ich weiß noch nicht, aber... ich stelle es mal hier hin. Ihr seid heute live beim Baufortschritt dabei. Aber man muss das ja alles noch ein bisschen schöner machen. Also es wird ja sicher nicht genauso bleiben, wie es jetzt gerade ist. Aber ich glaube, die Drachenachterbahn, wir sind sie ja einige Male gefahren diesen Sommer. Nicht nur diesen Sommer, aber auch diesen Sommer. Und haben auch immer gut gegessen in dem Bereich. Und ich habe mir gedacht, da brauchen wir einfach noch ein bisschen eine Verschönerung. Das ist wahr, ja. Ich habe auch, glaube ich, noch nicht gesagt, dass hier natürlich noch einiges passieren wird. Also beim Joker Manor und auch beim nächsten großen, übrigens hier ist dieses UFO, welches auch mal ein Creator 3-in-1 Set war, auch ein cooles Set, wenn man so dreht, dann fliegen die UFOs so rundherum. Zum Beispiel beim nächsten, bei der Apokalypsburg, seht ihr das auch. Da haben wir auch rundherum schon die Böden oder den Boden besser gesagt in den passenden Farben gestaltet. So soll mal der gesamte Vergnügungspark aussehen, also mehr oder weniger. Es wird dieses Giftgrün nicht komplett verschwinden, aber so mehr oder weniger würden wir schon natürlich gerne haben, wenn die Wege und die Plätze hier noch ein bisschen schöner gestaltet sind. Hier seht ihr auch den Western Park. Hier haben wir also das Abstellgleis für den Hogwarts Express und auch gleichzeitig für die Constitution. Das geht sich haarscharf aus, dass beide hier parken können. Ich glaube, mit der Constitution sind wir noch nie gefahren. Die hat auch gar keinen Motor eingebaut. Ja. Müssten wir direkt mal machen. Hier also dieser kleine, aber feine Western-Bereich, der auch auf der Hinterseite zwei verschiedene Grüntöne für den Boden hat. Und sich das wahrscheinlich auch noch ändern wird. Das wird noch ein bisschen westernmäßiger gestaltet. Hier haben wir den Fairground Mixer, das erste große Vergnügungspark-Set, welches Lego rausgebracht hat. Auch ein Dauerbrenner hier im Park. Und hier seht ihr die Rückseite der Barracuda Bay. Du kannst auch noch einen kleinen Schwenk auf unsere Mini-Winkelgasse bzw. fantastische Tierwesen machen, denn die sehen wir eigentlich auch sehr selten, weil das auch schwierig oft zu filmen ist, muss man ganz ehrlich sagen. Die stehen nämlich da hinten. Angedacht haben wir das ja so, dass man, wenn man mit dem Zug eine Runde dreht im Vergnügungspark, man dann diese quasi Locations oder wie nennt man das, Sets, sich genauer anschauen kann. Ganz genau. Wir haben uns ja das absichtlich auch so gedacht, dass man nicht alles auf den ersten Blick sieht und jedes Detail erhaschen kann. Es soll ja auch so sein, so wie auch zum Beispiel hier dieses Quidditch-Turnier, welches dann schon Teil der Winkelgasse oder des Harry Potter-Themenbereichs ist, genauso wie das Disney Castle, das dort und da und dort immer so kleine versteckte Geschichten noch sind, wo natürlich auch dieses kleine coole Giveaway in Form der Winkelgasse dabei ist. Ja, das Hogwarts, kann man sagen, Areal. Das Hogwarts. Oder nur Hogwarts, das Hogwarts-Areal. Sieht man auch nur sehr selten von hinten. Wir haben hier jede Menge, oder Rita, glaube ich, oder ihre Mutter hat hier jede Menge Figuren platziert hier in diesem Hof. Was das genau ist, kann ich euch nicht sagen, aber man sieht und bebaut das meistens nur von vorne und es sieht auch eigentlich von hinten ganz cool aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Genauso wie hier der Bahnhof 9 3/4, der auch von dieser Seite hier etwas weniger gefilmt wird. Und auch die Winkelgasse gefällt mir hier aus dieser Perspektive ganz gut. Und ich muss nochmal sagen, irgendwann bauen wir jetzt demnächst mal einerseits hier beim Naturpark weiter, da gehört noch viel gemacht, und auch bei diesem abgestürzten Flugzeug werden wir in nächster Zeit nochmal ein bisschen weiterbauen. Ich gebe jetzt mal die Kamera an Rita weiter. Hey. Sie zeigt euch noch ein paar andere Details, die sie sieht und ich nicht. Genau. Also, damit ihr seht, Christoph steht hier drüben eben hinter. Ja, heute ist es ziemlich frisch hier oben, deswegen habe ich eine Jacke an, aber ich hoffe, ihr verzeiht auch, mir es. Man sieht kaum aus dem Fenster rauf, weil das komplett
zugefroren, zugeeist ist. Aber gut, lassen wir uns ja natürlich nicht ablenken und nicht, ja, verdrießlich machen. Ihr seht hier den Bereich, das ist quasi der Eingangsbereich vom Campingplatz, den kennt ihr schon. Hier sind eher diese kleinen Fahrgeschäfte, beziehungsweise auch diese Kleinigkeiten, was man machen kann hier mit den Enten, die man sich schnappen kann, mit Bällen, die man schießen kann, damit die Person, in dem Fall ist es ein Batman, oder auf jeden Fall, ja, ein Schausteller, der aussieht wie Batman, der dann reinfallen würde in diesen Tank. Ja, lauter so Kleinigkeiten gibt es hier zu machen und natürlich auch das Fahrgeschäft von Jurassic Park. Was sich hier geändert hat, sind eben die Wege, die sind hier um einiges breiter. Ich hoffe, es gefällt euch. Da habe ich mich in letzter Zeit ein bisschen dran gemacht, auch aus dem Grund, damit man, also hier sind ja 3 verschiedene Farben an Platten aneinander gestoßen und das hat mir nicht wahnsinnig gut gefallen. Deshalb habe ich jetzt diesen Weg hier so weit verbreitert, dass man ja, das nicht mehr so eklatant sieht, wie man es zum Beispiel noch hier sieht. Also hier diese 3 Farben, die aufeinander stoßen. Vielleicht mache ich da auch noch irgendeine Art Mauer oder sonstiges, damit das einfach ein bisschen schöner aussieht. Genau. Ich habe diesen Platz dann dafür genutzt, dass hier zum Beispiel auch wieder Schausteller, oder wie nennt man das, Darsteller, Schauspieler, hier sich einen Kampf liefern. Ein anderer, also ein Besucher sieht hier zu und ist ganz schockiert. Ja, ich dachte mir, das sind einfach so Kleinigkeiten, die man dann hier wieder platzieren kann. Ja, ihr seht jetzt nochmal den kurzen Überblick. Wir gehen hier weiter in den Gruselpark. Den haben wir euch in Detail natürlich zu Halloween gezeigt. Also ich hoffe, das Video habt ihr gesehen. Sonst einfach dann nochmal weiterklicken. Ist auch immer recht cool, jetzt mit dem neuen Weg, auch hier, also wir sind sehr wegefixiert in letzter Zeit, sieht auch das eindeutig cool aus und mit den Bäumen natürlich auch. Vom Gruselpark kann man dann in unseren Piratenbereich gehen. Ich muss immer wieder lachen, wenn ich Brick, Ursel und den Bautrupp sehe, die sich hier in das Boot quetschen wollen. Also ich finde, das ist wirklich einer der genialsten Ideen überhaupt. Ja, und die machen sich dann eben auf den Weg, denn hier im Piratenbereich haben wir natürlich keine Wege, sondern hier fährt man mit dem Bötchen und kommt dann eben zu zum Beispiel dieser Piratenachterbahn oder kann auch dieses Schiff hier besichtigen oder auch natürlich die legendäre Barracuda Bay kann man sich natürlich auch ansehen. Ein paar kleine Fahrgeschäfte für unsere kleinen Leute, die hier gerne hinkommen. Ich bin heute ein bisschen schwierig, tue ich mir heute beim Reden. Ich bin einfach so überwältigt, das alles wieder mal genau anzusehen. Auch hier sehen sich da die Leute diese Foto-Op an und fotografieren sich als Piraten. Also da gibt es wirklich einige nette Details, die wir schon länger nicht mehr betrachtet haben. Nicht wahr? Gut, ich bin auch ganz hin und ich wollte gerade sagen, Christoph ist schon wieder in Gedanken irgendwo, aber ich verstehe das voll. Mir sind auch gerade wieder so viele Ideen gekommen, also es macht schon Sinn, sich das alles wieder mal anzusehen. Wir haben hier unser Kasperltheater zum Beispiel, auch wieder ein Detail, das sehr nett ist. Und dann kommen wir eben zum Hogwarts-Bereich und wir sehen, der ist schon wirklich sehr, sehr groß geworden. Ich schwenke hier mal auf die Seite. Hier hat sich in letzter Zeit auch sehr viel getan und ich glaube, das wird sehr viele von euch freuen. Ich habe endlich die Winkelgasse fertig gepflastert oder sagen wir mal ziemlich fertig gepflastert. Ihr seht, ein paar Steine fehlen noch, aber ich bin recht zufrieden. Jetzt kommen dann endlich wieder die ganzen Figuren in die Winkelgasse. Aber ich muss sagen, meine Mutter hatte wohl schon recht, dass jetzt einfach die Winkelgasse ein bisschen ruhiger aussieht und man dann auch die bunten Häuser, ja, die kommen etwas mehr zur Geltung, jetzt wo die Straße an sich doch etwas dezenter ist. Ich bin gespannt, was ihr davon haltet. Ich hoffe, es gefällt euch auch so gut, wie es uns gefällt. Das wäre
ideal und sonst schauen wir natürlich, was wir da noch verbessern können. Hier ist der Eingangsbereich vom Vergnügungspark. Lustig, dass das eigentlich jetzt am Schluss kommt. Der Eingangsbereich mit den verschiedenen goldenen Statuen. Hier kommt natürlich auch noch ein Kassahäuschen hin, ein Ticketschalter. Das muss aber erst gebaut werden. Ich dachte mir nur, ich muss zuerst die Winkelgasse fertig fließen, denn das hätte mich sonst zu sehr abgelenkt. Und dann werden wir das auch noch bauen. Genauso wie natürlich eine Straße zum Disney-Schloss. Also das ist ganz klar. Genau, ein paar Sachen fliegen hier noch rum. Ist auch immer ganz lustig. Oft vergisst man drauf. Man haut sich zum Glück nicht den Kopf an, weil es hoch genug schwebt. Aber ist immer ganz nett, dass natürlich auch in der Luft sich immer etwas bei uns tut. Sei es das Feuerwerk hier drüben oder eben auch diese Kutsche von Beauxbaton. Genau. Ja, ich sag's euch, bei uns tut sich wirklich überall was. Oder Hedwig, die da vorbeifliegt am Hogwarts-Areal. Genau. Ja, das war ein Rundgang durch unseren wunderbaren Vergnügungspark. Ich versuche mal hier mich auf einen Sessel noch draufzustellen, damit ihr als Abschluss, Achtung, ich hoffe, es haut mich jetzt nicht runter, das wäre ja das Lustigste überhaupt, damit ihr quasi hier nochmal einen schönen Überblick habt über unseren Vergnügungspark und man muss wirklich sagen, ach, der Schwede, der ist riesengroß. Ich weiß nicht, ob ihr mich hören könnt und ich weiß nicht, ob ihr es wisst, liebe Freunde, aber wir haben ja bei unserem ersten Plan für unsere Lego-Stadt ein kleines, aber nettes Areal für den Vergnügungspark eingeplant gehabt. Dass der dann mal so groß wird, damit hätte man wahrscheinlich nie rechnen können, aber es liegt vor allen Dingen auch daran, dass Lego in den letzten Jahren immer mehr große Sets rausgebracht hat, die sich entweder direkt an das Vergnügungspark-Thema orientieren oder auch Sets, die natürlich mit gewisser Fantasie, mit gewisser Adaption dann auch perfekt für einen Vergnügungspark sind. Wir hätten zum Beispiel nie gedacht, dass ein komplettes Piratenthema dort mal reinkommt, genauso wenig wie Hogwarts. Die Sets hat es damals schon gegeben, aber naja, wir haben nicht geglaubt, dass die mal hier in den Vergnügungspark wandern, aber so ist es geschehen. Der Vergnügungspark, jetzt wird es dann langsam eng. Auf jeden Fall, aber ich denke mir, in einem Vergnügungspark soll ja auch viel los sein und ich hoffe, es gefällt euch genauso gut wie uns. Und ich muss sagen, diese paar Quadratmeter, die wir da für den Vergnügungspark hergenommen haben, jeder Quadratmillimeter ist es wert, auf jeden Fall. Ja. So, dann hoffen wir, dass euch der kleine Rundgang gefallen hat durch unseren Wild City Vergnügungspark. Falls euch beim Rundgang auch so viele Ideen gekommen sind wie mir, dann schreibt es doch bitte in die Kommentare, was wir noch verbessern können, was wir noch brauchen in unserem Vergnügungspark. Wir würden uns auf jeden Fall sehr, sehr drüber freuen, über eure Ideen. Und ja, in dem Sinne, macht es gut, es freut uns, dass ihr uns begleitet habt und dann sehen wir uns ja hoffentlich bald wieder, vielleicht beim nächsten Teil unserer Stadt, den wir uns genauer ansehen und vielleicht auch wieder Ideen finden. Also, macht's gut, Leute. Tschüss.